Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für dich meine top fruchtigen Duftempfehlungen für Frauen mitgebracht. Wenn du wissen möchtest, welche das sind, dann bleib gerne dran. Bis gleich. In dem heutigen Video geht es um fruchtige Düfte für Frauen. Und ich habe mir hier was Spezielles überlegt. Fruchtige Düfte gibt es ja sehr, sehr viele. Und was sie ja alle gemeinsam haben, ist ja nun mal, dass sie fruchtig sind. Wir machen es jetzt ein bisschen anders. Und zwar, ich habe jetzt versucht, jedem Duft, den ich dir heute mitgebracht habe, tatsächlich auch eine Frucht zuzuordnen. Das war gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Und wir fangen auch gleich schon mit dem ersten an. Der erste ist Kirke von Tiziana Terenzi. Kirke von Tiziana Terenzi ist für mich ein saftiger Pfirsich. Ja, das heißt, ein fruchtig süßer Duft mit einem saftigen Pfirsich, saftiger Pfirsichnote und einer leichten, sehr angenehmen Moschusnote, was den Duft dann tatsächlich auch noch sehr frisch macht. In Summe würde ich sagen, Kirke ist auf jeden Fall ein sinnlicher, ein sexy, fruchtiger Duft für Frauen. So, ach ja, falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich bin der Alex und bei UniQ dreht sich alles um exklusive Nischendüfte. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne. Ich freue mich tatsächlich über jeden Abonnenten. Abonnieren kannst du den Kanal hier oben. Super, vielen Dank fürs Abo dalassen. Wir machen auch gleich weiter mit dem zweiten Duft. Der zweite Duft, das ist Malibu von Simone Andreoli. Eine ganze Zeit lang war das einer meiner Lieblingsfruchtigen Düfte für Frauen. Nicht ohne Grund. Malibu ist eine zuckrige Limette. Wir haben hier, man kann sich das so vorstellen, wir haben hier einen fruchtig herben Duft, der mich ganz, ganz stark an Caipirinha erinnert, obwohl das gar nicht dem Namen entspricht. Also an Malibu-Cocktail erinnert er mich gar nicht, aber der erinnert mich sehr stark an Caipirinha. Das heißt, wir haben hier vordergründig eine zuckrige Limette, Zuckerrohr, Rum. Das ist Malibu. Wirkt für mich in Summe verspielt. Ist jetzt auch nicht allzu süß, hat auch noch eine leichte Kokosnote, die man aber erst später wahrnimmt. So, und Nummer 3. Nummer 3 ist einer meiner neuen Lieblinge und das ist von der Marke Blend Oud, der Duft Cool. Cool ist ein vanilliger Pfirsich. Also nicht wie Tiziana Terenzi Kirke, der saftige Pfirsich. Cool ist da ein bisschen vanilliger, hat aber auch eine starke süße Note des Pfirsichs. Und hat für mich, und das unterscheidet ihn jetzt auch von Kirke, er hat für mich noch eine sehr, sehr schöne Wärme, die er entwickelt, geschuldet dem Sandelholz und dem Amber. Ist für mich auch eine sexy Variante von einem fruchtigen Darmduft. So, jetzt kommen wir zu Nummer 4. Nummer 4 ist jetzt Casilli von Parfums de Marly. Der riecht für mich, wenn ich eine Frucht zuordnen müsste, nach einer Pflaume. Wir haben hier eine cremige Pflaumennote, die ist süß, hat auch leicht blumige Nuancen und riecht für mich fast schon wie eine Bodylotion. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was für eine Bodylotion, aber hat halt eben so einen typischen Bodylotion-Geruch. Und ist für mich ein verspielter, fruchtiger Duft. So, weiter geht's mit einem sehr bekannten, fruchtigen Duft. Auch aus einem sehr bekannten Nischen-Luxushaus. Ich erwähne den öfters und auch sehr gerne, weil es tatsächlich einfach ein sehr geiler Duft ist. Erba Pura von Xerjoff. Das ist jetzt für mich eine spritzige Honigmelone. Bei dem Duft war es für mich am allerschwierigsten, tatsächlich eine bestimmte Fruchtnote zuzuordnen. Für mich ist das auf jeden Fall so eine zitrisch-spritzige Honigmelone. Deshalb finde ich auch, dass der Duft, wenn man jetzt die Fruchtnoten so ein bisschen aufteilt, der hat für mich irgendetwas von süßen Zitrusfrüchten, Melone, hat eine ordentliche Portion Moschus, auch deutlich stärker als bei Kirke. Ich finde auch allgemein, dass Kirke und Erba Pura sehr ähnlich riechen, aber gefühlt ist für mich Erba Pura noch ein Ticken moschushaltiger, noch ein Ticken frischer und intensiver und wirkt für mich tatsächlich auch sehr sexy und sinnlich. So, jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr schönen Feigenduft. Das ist Figue von Molinar. Der Name sagt schon, Feige. Ist aber eine nicht allzu süße Feige, ist eher so eine zitrische Feige.
und kann man wirklich sehr, sehr schön, vor allem auch ja, ich würde sagen, eher so im Sommer, Frühling würde ich den empfehlen. Der ist leider nicht intensiv genug jetzt für den Winter. Ich würde ihn aber für den Sommer und den Frühling finde ich den super. Vielleicht noch, bevor wir zum letzten Duft kommen, noch eine kleine Einschätzung, welche fruchtigen Düfte ich denn jetzt für kalte Jahreszeiten überhaupt empfehlen würde. Das ist in dem Fall relativ klar, weil hier müssen wir uns für Düfte entscheiden, die auch überhaupt in der Lage sind, sich durchzusetzen bei kalten Jahreszeiten. Die müssen halt dann auch sehr intensiv sein. Das wäre einmal Erba Pura von Xerjoff, sicherlich auch Kirke von Tiziana Terenzi. Ich würde jetzt auch noch Cool mit reinnehmen. Cool finde ich deshalb super für den Winter, weil er, wie gesagt, durch die Amber- und Sandelholznote auch sehr warme Nuancen hat und das passt super in den Winter rein. So, oh, jetzt fallen nämlich hier alle runter. Kurzen Moment. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir noch zum letzten. Da habe ich euch was Besonderes mitgebracht, hatte ich auch noch nie vorgestellt. Das ist von der Marke Nejma, die hatte ich schon öfters erwähnt. Aber da hatte ich eher so die Oud-Düfte erwähnt aus der Oud-Line. Jetzt habe ich euch hier den Parfum d'Alice mitgebracht von Nejma. Ein super spannender, fruchtiger Duft. Und zwar, hier haben wir Rhabarber. Also wir haben hier einen fruchtigen Rhabarberduft mit einer schon auch, ich würde sagen, intensiven Grapefruit-Note und einer deutlich wahrnehmbaren Rose. Ist für mich auch unter all den Düften, die ich euch heute vorgestellt habe, auch der erwachsenste Duft. Ja, also würde ich tatsächlich jetzt nicht einer Anfang 20-Jährigen empfehlen, aber die fruchtige Rhabarbernote, die ist sehr geil, die ist auch ein bisschen besonders und harmoniert unglaublich gut mit dem Grapefruit. Könnte ich mir gut vorstellen im Frühling, im Sommer und kann ich mir auch sehr gut als Alltagsduft vorstellen. Also jetzt nicht zwingend für den Abend, aber ich glaube, abends kann man den auch ganz gut tragen. So, und eine Sache würde ich auch noch gerne erwähnen, und zwar, es kann ja sein, dass du vanillige Düfte allgemein magst, so wie im Falle von Cool. In Cool haben wir ja einen vanilligen Pfirsich. Wenn du Vanilledüfte allgemein magst und auf der Suche bist nach einem neuen schönen Vanilleduft für Frauen, ich verlinke dir hier mal ein Video zu den Top Vanilledüften für Frauen. Genau. Und ja, damit sind wir auch, glaube ich, schon durch. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Schreib mir auch gerne in die Kommentare rein, ob du einen dieser Düfte kennst und welcher denn dein Lieblingsduft ist. Ja, ich vermute mal, dass Kirke und Erba Pura die meisten kennen werden. Und falls nicht, sollst du das unbedingt ändern und dir bei uns eine Probe holen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht noch ein Tipp, was nächste Woche kommt. Und zwar für nächste Woche hatte ich mir jetzt vorgenommen, da machen wir auf jeden Fall die Top-Leder-Unisex-Düfte. Da habe ich richtig schöne Lederdüfte ausgesucht. Und dann machen wir noch ein Special für Männer. Und zwar, wir haben auch neue sinnliche Männerdüfte. Und da habe ich dann auch nochmal 5, 6 sinnliche Männerdüfte ausgesucht für Männer, die man ja, sehr gut jeden Tag tragen kann. Und vor allem dann natürlich auch zu besonderen Anlässen. Das war's auch schon von mir. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Alex.